Jetzt klappt ja schon. Weiter noch. Jetzt. Nee, doch nicht. Doch, passt. Ja, gut. Hallo Leute, ich wollte heute mal so einen kleinen Livestream machen über meinen neuen alten Drucker, den ich über eBay Kleinanzeigen sehr, sehr günstig geschossen habe. Ja, das Problem an dem Gerät war, es war erstens mal so gut wie alles verkehrt zusammengebaut, wie es ankam. Dann kam es noch defekt an, weil es war einer von den A8 mit einem Holzrahmen. Und dieser war leider so schlecht verpackt, dass der Holzrahmen vom Vorbesitzer dann quasi lose im Karton lag, mit allem drin und dran. Und ja, es kam, wie es kommen musste. Die Post hat das Paket so ein bisschen hin und her geworfen. Und der Holzrahmen sah dann irgendwann so aus. Hier zum Beispiel fehlt eine komplette Ecke. Hier ist noch alles dran. Und so sahen halt fast alle Teile aus. Ja, den Vorbesitzer angeschrieben, der meldet sich nicht mehr bei mir. War jetzt ein bisschen ungünstig. Aber da der Drucker halt so gut wie geschenkt war, ist es jetzt so mäßig schlimm. Aber ich finde es halt unter aller Sau, wenn man dann auch noch ein paar Orte weiter wohnt, dass man eigentlich theoretisch sogar hinfahren könnte und demjenigen Stress machen könnte, wenn man sich dann einfach nicht mehr meldet. Ich weiß nicht, was das für eine Mentalität ist. Naja, egal. Ja, habe ich mich halt ans CAD gesetzt, habe zwar ein bisschen was gefunden zu dem Rahmen, aber leider alles nur der alte Rahmen, wo der Motor noch außermittig saß hinten. Deswegen habe ich alles jetzt neu gezeichnet, habe alles für mich neu gezeichnet. Habe auch die Toleranzen dementsprechend klein gehalten, dass es halt von der Laser halt direkt zusammensteckbar ist und auch verschraubbar ist. Ja, habe dann in dem Zuge nochmal in 2.0 drauf gespielt auf den Drucker, was mit sehr vielen Problemen behaftet war. Also funktioniert hat es erst auf einem Linux-Rechner. Windows ging gar nicht, weil die Dateipfade alle zu lang sind und man in Arduino IDE nicht die Möglichkeit hat, diese Dateipfade zu kürzen. Zumindest stand nirgendwo eine vernünftige Anleitung dazu. Ja, in Linux funktioniert es dann sofort. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Linux hat halt so gewisse Vorzüge. Äh, Funktionieren halt manche Sachen doch ein bisschen besser wie in Windows und auch mehr lightweight. Also es ist nicht so umfangreich. Die Datenkrake ist nicht so groß. Das ist schon ganz nice. Ja, warum die Drucker jetzt allerdings beide so ein bisschen ruckeln, mit zwei Webcam-Drucker-Geschichten plus mich. Aber mich ist ja selber jetzt kein Problem. Ich hänge ja an dem PC, der streamt. Aber die Drucker haben halt beide quasi eine externe Kamera. Ist mein Netzwerk leider, wie ich gerade merke, trotz alles Gigabit-Anbindung am Ende. Also da ist scheinbar nicht mehr viel zu holen dann, gerade über WLAN, obwohl ich WLAN halt über zwei Router habe, also zwei vollwertige Router, die dann über LAN verbunden sind. Nutzt es nichts, wenn ich jeden über ein einzelnes Netzwerk laufen lasse, also die Prozessorleistung der 7490 ist damit dann erschöpft. Naja, egal. Dann ruckeln sie halt vor sich hin, aber sie drucken vor sich hin und was man halt eben am Hauptbildschirm sieht, das ist jetzt der umgebaute Rahmen auf Aluminium. So ein paar Sachen passten hinterher dann doch nicht ganz, weil die Maße von dem Holz halt nicht mehr so gut abnehmbar waren, weil es halt wirklich nur noch für einen Ofen taugt. Ja, da habe ich halt dann noch mal hinterher ein bisschen angepasst, aber das werde ich jetzt bei dem Drucker hier nicht mehr ändern. Falls der Drucker noch mal Zuwachs kriegen sollte in gleicher Variante, ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, er ist halt sehr einfach gehalten, aber schlecht ist er an und für sich nicht. Es ist halt eben dieser Ruf, der ihm vorauseilt, dass er halt gerne mal abbrennt. Der ist halt so ein Problem. Wie man hier schön zu sehen ist im Kamerabild. Ich habe halt den Originalstecker hinten am Hotbed noch dran.
Keine Ahnung, warum der bei manchen direkt abfackelt. Er wird warm, ja, aber er wird nicht heiß oder so, dass jetzt, wie ich teils auch im Internet gefunden habe, direkt beim ersten Druck anfängt dann der Kunststoff um die Kontakte vom Hotbed, also die Leistungskontakte vom Hotbed, zu schmelzen, dass die Kontakte sich dort rausschmelzen. Das ist nicht der Fall. Ähm, ja, über kurz oder lang werde ich natürlich dann zwei dickere Kabel, 2,5 Quadrat, weil diese 1,5 Quadrat, die werden halt schon insgesamt warm. Das muss nicht sein. Werde ich dann auf jeden Fall das Ganze so machen, dass ich diese fest anlöte dann. Und ich denke, ich werde dann einfach den Stecker kürzen und werde für den Temperaturanschluss den Stecker behalten, weil da ist ja kein Strom drauf. Das ist ja wirklich nur Sensorkabel. Ja, der Drucker kam halt auch noch ohne den Lüfter am Hotend. Der fehlte halt auch noch komplett, leider. Den musste ich dann, ein 40er PC-Lüfter jetzt dran, den musste ich halt noch nachrüsten. Hab mir dann auch gleich eine Halterung gemacht, anstatt das Dingen da anzuschrauben fest. Das war mir dann zu blöd. Und ja, in dem Sinne ging es dann halt auch weiter. Ich habe diese Halterung, die zum Wegklappen ist, habe ich halt bei Thingiverse runtergeladen. Das war ganz okay. So ein paar Schrauben gucken jetzt halt noch aus dem Drucker raus, weil das ist halt alles. Ich habe halt das verwendet, was am Drucker dran war. Das Ding soll nicht schön aussehen, das Ding soll laufen. Ich drucke im Moment jetzt auf eine Perdinax-Platte. War ich am Anfang nicht so begeistert von, wegen diesen eventuellen Formaldehydausdunstungen, die dort stattfinden können. Aber da dieser Drucker in der Hauptsache mit PLA laufen soll, ist es dann halt so, dass höchstwahrscheinlich da keine größeren Probleme stattfinden werden, weil das Druckbett maximal auf 50, 55 Grad gefahren wird. Nicht wie jetzt PETG zum Beispiel mit 80 Grad oder mehr. Das weiß ich nicht. Also da hätte ich jetzt nicht mehr so ein ruhiges Gewissen, weil da, ich habe es halt mal ausprobiert kurz. Man riecht, dass die Platte anfängt zu riechen. Also es ist dann nicht mehr so, dass die Platte quasi geruchlos auf dem Bett liegt. Die Platte kommt auch noch fest auf das Bett, weil die Klammern gefallen mir da nicht so, weil es ist halt so, dass unten der Heizstab auf das Heizbett mehr oder weniger aufgedampft ist und dort nur ein Schutzlack drüber ist. Und dann jedes Mal 5, 6 Minuten rumfrickeln, bis dann die Klammern dran sind, ohne dass man irgendwo auf diesem Schutzlack rumgekratzt hat, ist jetzt irgendwie nicht so richtig zielführend. Ja, der Drucker läuft an und für sich schön schnell. Hat jetzt auch schon 50 Stunden Testdrucke hinter sich, Calibration Cubes und so weiter und so fort. Extruder kalibriert. Da war ja auch alles lose, das war auch alles verkehrt zusammengebaut. Das Heatbreak wurde mit zwei M6er Muttern da einfach komplett zusammengeknäult. Da war gar kein Heatbreak mehr quasi. Also es war dann so, dass im Endeffekt ja die Hitze komplett so durchziehen konnte, weil wenn ich ja eine M6er Mutter noch da drauf drehe, ist das genauso wie wenn ich jetzt einen vollen 10er Metallstab da durch hätte. Da ist halt nichts mehr mit Heatbreak. Da wurde halt alles instant oben warm. Und das muss halt nicht sein. Ich habe jetzt dann halt noch einen kleinen Kühler oben gelasert, den habe ich noch mit angeschraubt am Hotend oben vom Extruder her. Da kann die Luft halt noch ein bisschen durchzirkulieren, habe ein bisschen Wärmeleitpaste unten noch beigemacht. Das funktioniert ganz gut. Ich komme maximal auf 28, 29 Grad Motor und Extruder geschichtenmäßig. Also quasi der komplette X-Schlitten. Das ist alles soweit im grünen Bereich. Das kann auch so bleiben, denke ich. Also da werde ich auch nichts mehr anfassen, großartig. Ja, was mir halt auffällt, die Lager von Anet, die original da drin sind. Ich habe den Drucker halt erstmal ausgelesen. Laut Anzeige von dem 1.19er Marlin war es so, dass der Drucker erst 1,5 Stunden, also Stunde 57 gelaufen hat. Das glaube ich auch, weil noch dieses Original 50 Gramm Filament-Röllchen dabei war, was im Karton drinne ist.
das habe ich dann auch mit dem Calibration Cube erstmal verdruckt. Ja, war halt schon so hart, das Filament, das war halt schon sehr interessant. Also der Extruder, man hat richtig quasi gehört, wie jedes Zahnrad dann einen Schritt weiter gesprungen ist, weil dieses Zahnrad vom Extruder überhaupt nicht mehr in das Filament reinkam. Aber was mich dann des Weiteren sehr erstaunt hat, es ließ sich trotzdem noch sehr gut drucken. Also es war jetzt nicht so, dass es sich nicht drucken ließ oder schlecht drucken ließ. Die Ergebnisse waren nicht schlecht. Da habe ich mit dem Owl-Filament von Filamentwerk, zweite Wahl hier, also es müsste Owl sein, ich weiß es nicht, habe ich da mehr Probleme gehabt, weil ich teilweise auch Filament dazwischen hatte, was 2,1 Millimeter hatte. Fand ich jetzt nicht so gut. Das hat dann halt eben das komplette Extruder Hotend mit Bowden-Tube blockiert bei dem Tronxy. Ja, dann steht man erstmal vor dem Drucker und reißt da dran wie so ein Ochse, weil der Extruder, der schiebt ja nur so lange, bis er irgendwann anfängt durchzurutschen und das geht ja nicht gleich vonstatten teilweise. Ich wollte aber jetzt den Bowden-Tube nicht gleich wegwerfen, nur weil das Filament da drin steckt. Meine, der ein oder andere würde jetzt sagen, ist ein Pfennigartikel, aber wenn ich für so einen Meter dann und muss trotzdem ja, so 7, 8 Euro bezahlen, wenn das der Capricorn ist, dann fange ich nicht an und rupp den da gleich raus und schmeiß den dann halt mit dem Filament weg. Zumal er ja nicht beschädigt ist. Ich meine, wenn er ausgedehnt ist, abgenutzt ist, weil er vom Filament her halt eben zerstört wurde, ist das was anderes. Ja, das nächste ist, auf dem Anet habe ich gestern Glow in the Dark gedruckt, als Test. Wollte halt mal gucken, ich habe so ein paar Schutzecken gedruckt für unseren Zwerg, der jetzt so langsam anfängt zu krabbeln, dass halt so gewisse Ecken von Schränken und Tischen und so mal so ein bisschen rundlicher werden. Aber ja, bei dem einen Filament Glow in the Dark steht halt dabei, macht nichts an der Düse, kann ganz normal mit Messing gedruckt werden. Und bei dem nächsten steht halt drinnen nur mit gehärteter Düse drucken. Beim übernächsten steht wieder gar nichts drin. Hier bei dem Filament, da stand halt gar nichts drin. Habe ich mir gedacht, naja, komm, probierst du es mal aus. Und das Bild habe ich halt hier oben im, äh, im Display. Jetzt so, ich ziehe das gerade mal ein bisschen größer. Das ist die Düse, die auf dem Drucker drauf war. Ich meine jetzt mal davon ab, dass das Loch nicht mittig ist, was da drin ist. Das ist ja relativ egal. Das Druckbild sah vorher halt gut aus. Und nach dem Druck mit dem Glow in the Dark sah es halt, ja, gar nichts mehr aus. Es ist halt so, dass ich jetzt 4 Ecken gedruckt habe für einen Tisch. Das war halt nur ein Versuch. Und diese 4 Ecken haben 60 Gramm Filament, weil ich sie voll gedruckt habe. Ohne Infill, also mit 100% Infill, ohne Infill-Loss. Und diese 60 Gramm haben ausgereicht, um bei der Düse vorne so viel abzunehmen, dass um das Loch rum quasi die Düse doppelt so groß ist, wie sie original ist. Das hat mich sehr erstaunt, weil in den meisten Foren und auch so, wenn man mal im Internet sucht, kommt immer so, ja, nach wenigen 100 Gramm ist die Düse verbraucht. Naja, dann habe ich mir halt so gedacht, bei 60 Gramm könnte man vielleicht was sehen, aber das dürfte ja noch nicht so die Masse sein. Das Loch ist auch schon 0,55, also das ist auch deutlich größer geworden. Was ich dazu sagen muss, dieses Glow in the Dark ist auch sehr rau bei den 1,75 Millimetern. Also das heißt, es hat auch an dem Aluminium-Extruder oben, wo es eingeführt wird, wo jetzt der Filamentreiniger ist, da hat es auch schon angefangen, das Eloxierte abzufressen. Also da kommt teils jetzt auch schon das blanke Aluminium raus wegen diesen 60 Gramm. Also das ist im Endeffekt, dieses spezielle Glow in the Dark, was ich hier habe, ist scheinbar mehr wie ein Reibpapier als wie ein Kunststofffilament. War halt irgendwie so ein bisschen ernüchternd und ein bisschen, ja, so ein bisschen schlecht. Hat mich so ein bisschen geärgert auch.
Und ja, was will man machen, ne? Ich meine, im Endeffekt kann man jetzt halt eben gar nichts machen. Hab eine neue Düse reingemacht. Das ist ja halt wirklich ein Pfennigartikel, das ist ja kein Thema. Aber ich hatte mir halt erhofft, dass ich so mit 2 Düsen ungefähr vielleicht diese Rolle wegdrucken kann. Ohne dass ich mir jetzt gehärtete Düsen extra anschaffen muss, weil ich habe jetzt halt viele Messingdüsen rumliegen und naja, ich meine, die werden ja auch nicht besser vom Liegen. Aber dass das Ding halt quasi innerhalb von 5 Stunden da hat die Düse zerstört, das war jetzt irgendwie nicht so richtig das, was ich erwartet hätte. Aber das hat mich dann doch eines Besseren belehrt und jetzt muss ich mir halt überlegen, dann werde ich vielleicht doch mir erst einmal nochmal gehärtete Düsen bestellen, um das halt zu vermeiden im weiteren Sinne. Ja, der Dronxy, der macht mir immer noch so ein bisschen Sorgen. Der Tisch, das läuft jetzt super. Nach den ganzen Upgrades, die ich halt gemacht habe und den besseren Lagern aus komplett Stahl. Das funktioniert alles tadellos. Ich werde vielleicht bei dem Anet da auch anstreben, andere Lager reinzumachen. Ich muss mal gucken, da gibt es ja viele Hersteller, die deutlich besser sind wie diese Originalen. Die rasseln ja auch wie verrückt. Ich habe die jetzt komplett gefettet, aber ja, das Spiel hat es halt nicht rausgenommen, was da drin ist. Muss ich halt mal gucken. Gut, vielleicht waren ja nicht alle Tronxy-Lager kaputt von dem Tisch, die ich rausgemacht habe, die in diesem Plastikgehäuse drin waren. Vielleicht tausche ich auch einfach die 5, 6 Lager aus, wo ich meine, die wären nicht in Ordnung. Weil ich habe ja im Endeffekt, ja gut, ich habe ein Tronxy-Lager läuft hier drin schon in dem Arnet. Dann hätte ich jetzt noch 6 Lager, ja. Wenn ich jetzt das eine noch wegnehmen würde, wo ich der Meinung bin, dass es kein Spiel hat an der X-Achse, das untere einzelne, dann hätte ich 5 Lager, dann müsste ich von diesen Kunststofflagerschalen noch 2 Stück aufschneiden, 3 Stück aufschneiden und hätte noch eins in Reserve. Da könnte ich halt mit arbeiten. Das wäre halt jetzt nicht das Problem. Ja, das soweit dazu. Die Lager von der Z-Achse sind tadellos, sind auch wirklich spielfrei bei diesem Drucker. Also wenn die jetzt nach dem Fetten ließen, die sich kaum draufschieben. Ich hatte auch schon das Problem, dass sich in einem Schlitten sogar eine Kugel rausgedrückt hat, die musste ich erst wieder reindrücken. Also die sind sehr knapp gehalten. Das ist ja in Ordnung. Das heißt, die können ja auch drinnen bleiben, weil wenn der Schlitten sich nicht bewegt, außer rauf und runter, dann kann der ja drinnen bleiben. Das ist ja alles kein Problem. Ich denke aber, dass der X- und der Y-Schlitten, dass die Spiel haben. Daher kommen auch die Rattermarken, die teilweise zu sehen sind auf den Teilen. Man sieht es jetzt hier auch, wenn man genau hinguckt, auf dem Gürtellinien rundrum, dass die halt sehr zerrattert sind. Ich weiß nicht warum, aber nach der zweiten Schicht hört das auf einmal schlagartig auf. Ob dann irgendwo eine gewisse Spannung entsteht in dem ganzen Gerät, dass das halt besser wird, das wäre auch noch möglich. Will ich jetzt nicht abstreiten, aber ich möchte es halt ganz gerne auch so beheben, dass es dann ist weg. Dem Zuge kriegt er dann auch gleich neue Schrauben oben an der X-Achse, dass die nicht in Kilometer rausgucken, außer die 2 Stück, wo ich jetzt den Kabelbaum dran festgemacht habe, die werde ich so behalten, wie sie sind. Da mache ich dann den Kabelbaum wieder dran fest, weil das Ding soll keine Schönheit werden, das Ding soll funktionieren. Ja, den Rahmen werde ich eventuell, wenn es preislich interessant ist, im Internet so anbieten über die Firma. Das muss ich dann mal gucken, ob das in den eBay-Shop reinwandert. Und von Tronxy, diese Z-Achsen-Geschichte, könnte ich eventuell auch als Komplettset anbieten. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Gewisse Sachen sind nicht notwendig. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt alles auf Passung dort gemacht. Hatte ich ja in dem Video, wo ich das ganze Ding zusammengebaut habe, schon gesagt. Es ist jetzt halt wirklich schick. Also der Tisch bewegt sich wirklich nur so, wie er soll. Der bewegt sich halt in keinster Weise in irgendeine andere Richtung mehr hin. Aber ja, Tronxy. Hallo Tronxy. That's not good what you say. Ooh.
will jetzt nicht weitermachen, ich lasse es bleiben, sonst fange ich wieder an zu meckern und das möchte ich nicht. Der Drucker läuft jetzt einigermaßen, er wird wahrscheinlich noch umgebaut auf einen Direktextruder mit Flexkabel, also das heißt, dass der Motor hinten am Rahmen hängt und der Extruder dann so eine flexible Welle bekommt. Da muss ich aber erstmal gucken, ob ich die Teile hier in Deutschland bekomme oder ob ich sie komplett drucken muss. Dann dürfte der Drucker annähernd perfekt werden und dann kann man auch richtig Asche geben mit dem Drucker. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Projekte folgen in der Richtung. Ich sag mal so, der Keller ist noch nicht voll. Der könnte noch so 8 bis 10 Drucker beherbergen, aber ich denke, das werden dann wahrscheinlich nach diesen zweien hier eher Eigenbauten werden, weil ich habe da so ein paar Ideen und möchte ich ganz gerne umsetzen. Ich möchte das halt so haben, dass ich halt einen Knopf drücke und dass der Drucker alles selber macht. Dass der Drucker im Prinzip, meine ich beziehe das immer auf unsere Lasermaschine von Trumpf, das ist halt was anderes. Wenn ich da auf den Knopf drücke, dann tut die sich halt, ja, wie soll ich sagen, fährt Referenz, nullt alles ab und hat halt eine automatische, der Düsenabstand wird automatisch bestimmt. Das wird jetzt in dieser Form hier nicht machbar sein, aber ich möchte es halt so haben, dass der Sensor halt den Tisch vermisst in jeder Achse und dass der Tisch auch nivelliert wird darüber, dass ich halt nicht mehr mit diesen blöden Einstellschrauben unten drunter da arbeiten muss und dass das alles ganz einfach irgendwie in Richtung CNC-Achsen geht, Linearführung und ohne Riemen, also schon mit Gewindestangen und halt eben nur oben Core XY und da halt Riemen. Ja, es wird dann wahrscheinlich so ein bisschen eine Mischung aus dem Voron und so ein paar anderen Eigenbaudingern, die bei YouTube teilweise zu sehen sind. Das muss man dann halt mal sehen, aber das wird wahrscheinlich so ein 10-Jahres-Projekt werden. Da muss ich dann halt mal gucken. Wenn das dann halt funktioniert, dann bin ich glücklich. Hobby hat mich halt so ein bisschen im Beschlag genommen die letzte Zeit. Ich habe halt eigentlich gedacht, naja, komm, holst dir einen, den benutzt du zum Drucken und dann ist gut. Und dann druckt er halt eben so ein bisschen vor sich hin und macht und tut und druckt halt auch mal technische Teile, die man für die Firma gebrauchen kann und so weiter. Aber irgendwie, ja, es ist wie bei anderen Maschinen, die mich halt interessieren, lässt mich dann halt nicht mehr los und dann denke ich mir, ach komm, da kannst du noch was verbessern, dort kannst du noch was verändern. Wenn du jetzt hier noch was anbaust, dann kannst du vielleicht da noch mit einer Sensorik was regeln. Ja, so ist das dann. Es lässt einen dann nicht mehr in Ruhe. Und deswegen, mal sehen, was die Zukunft bringt. Die Boards werden ja auch immer besser, die werden immer schneller. Von daher ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man jetzt mit einer Planung anfängt, weil wenn man dann mit der Planung vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr fertig ist, hat man eventuell ganz andere Möglichkeiten wie bis dato mit der Hardware. Bei den Schrittmotoren, ja gut, da kann man erstmal bei bleiben. Das ist halt, die sind halt eigentlich schon genau, wenn man sie einmal abnullt, dann sind sie schon genau, aber sie müssen halt alle eigentlich einen eigenen Sensor haben. Das hat ja, bei dem ANET ist das halt der Fall, dass ja auch nur ein Endschalter existiert. Bei dem Tronxy ist es genauso bescheuert. Da ist halt der Bed-Leveling-Sensor am Kopf dran. Aber beide Z-Motoren laufen über einen Treiber, über so einen 2208 oder sowas. Oder 2225 DMC. Ich habe jetzt gerade nicht so genau im Kopf. Ist auch im Endeffekt wurscht. Ist halt so, dass dann das Ganze halt ein bisschen blöd ist, weil ja, das Abnullen rechts auf links könnte man theoretisch nur manuell machen. Ich habe gesehen, bei dem Tronxy sind in den seitlichen Führungen sind im Dreier Löcher drin mit Gewinde. Ich vermute jetzt mal, dass Tronxy sich das so vorgestellt hat, dass man dort M3-Schrauben reindreht
und fährt quasi die Z-Achse. Wenn man den Kopf kann man nämlich komplett vom Tisch runterfahren. Dann hat man noch so ungefähr 5 Millimeter mehr Platz, wie die Nozzlehöhe ist, also die Düsenhöhe. Und die haben sich das wahrscheinlich so vorgestellt, man fährt den Kopf vom Tisch weg und fährt dann stumpf den Drucker auf Block. So lange, bis die Motoren durchrutschen und nullt damit halt die Z-Achse. Sehe ich aber als sehr kritisch an, werde ich aber bei dem A-Net wahrscheinlich auch erstmal so machen, weil da kann ich halt oben gegen die Aluteile kann ich stumpf gegenfahren, ohne dass sich da auch nur irgendwas ein Zehntel Millimeter bewegt. Der Rahmen ist echt saustabil geworden. Und ja, sehe es halt aus dem Grunde als kritisch an, weil gerade bei dem Tronxy die Motoren, die haben echt Mumm. Also die sind schon wirklich stark eingestellt. Bei dem A-Net ist es nicht so der Fall. Die kann man relativ leicht anhalten, wenn sie fahren. Aber bei dem Tronxy, das baut schon richtig Druck auf über die Gewindestange, über die Steigung. Ja, dann gibt das ja jedes Mal einen Schlag in diese Messingmutter, die auf diesen Let's Cruise läuft. Das ist suboptimal, weil ich denke mal, selbst wenn da ein gutes Fett drauf ist, wird sich da mit der Zeit was einlaufen bzw. ablaufen. Kommen wahrscheinlich wieder die einen oder anderen, die dann sagen, ja, das kann man wechseln, das ist kein Problem. Aber normalerweise, wenn sowas gut gefettet ist und läuft auf einem Fettfilm, das halt im Prinzip der Stahl, das Messing nicht großartig berührt. Ja, ich weiß, es ist eigentlich eine selbstgleitende Mutter aus einem also aus einem Notgleitmaterial. Deswegen ist es ja auch Messing, dass es halt gleitet ohne Schmierstoff. Ist aber bescheuert eigentlich, weil man nutzt halt mit jeder Bewegung das Ganze ab. Ja, faktisch ist es halt so, wenn ich jetzt diese Mutter halt unter Fett setze und tu sie nicht überstrapazieren, dann gleitet der Gewindestab immer in der Mutter auf dem Fettfilm. Das heißt, ich habe keine mechanische Berührung der zwei Teile. Somit hätte ich auch eigentlich im Prinzip keine großartige Abnutzung oder eigentlich keine Abnutzung, außer es gäbe doch irgendwo mal einen Berührungspunkt. So, diesen Gleitfilm zerstöre ich aber in dem Moment, wenn ich die Mutter auf Block fahre mit Gewalt und versuche damit die Achse abzunullen. Bei dem A-Net mag das funktionieren, weil die Treiber halt nicht so stark sind. Aber bei dem Tronxy würde ich jetzt drum wetten, also wenn man täglich einmal die Achse da volles Rohr gegenrappeln lässt oben, dass wahrscheinlich ja, nach einem, anderthalb, vielleicht auch 2 Jahren die Muttern durch sind. Zumal sie so schon nicht so gut gefertigt sind. Also die haben deutlich mehr Spiel wie die in dem A-Net von der Z-Achse. Weil den Tisch kann man so gute 3 Zehntel anheben. Eher 4. Und bei dem A-Net geht das gar nicht. Also wenn die Muttern drauf gedreht sind, dann sind die auch drauf. Die haben zwar so ein bisschen Wobble drin. Also die können sich etwas bewegen da drin. Aber in der Höhe ist da so gut wie nichts. Ich denke, wenn ich mit der Messuhr dran gehen würde, wäre da schon was messbar. Aber ich sage jetzt mal so, aus dem Gefühl raus ist da so gut wie nichts. Und das gefällt mir halt bei dem A-Net wiederum sehr gut. Also diese Teile sind halt nicht schlecht gefertigt. Dafür sind da die ganzen Lagerschrott. Ich vermute mal, dass der Drucker halt wirklich nicht viel gelaufen hat. Und dafür sind die Lager halt gar nichts gewesen. Die X- und Y-Lager, die gleiten so über die Stangen drüber. Ja, wenn ich halt den Tisch gucke, oben liegen die Lager auf und unten ist es so, dass der Fettfilm völlig unberührt bleibt, weil weder die Dichtung noch die Schrauben, sage ich schon, noch die Kugeln die Stange berühren. So groß ist das Spiel darin. Und die Stangen habe ich gemessen mit der Messuhr. Ähm, Die sind wirklich 7,96 bis 7,98. Das müsste hundertprozentig funktionieren eigentlich. Ja, die Stangen kann man natürlich auch behalten, die sind alle sehr gerade, also da habe ich keine Probleme bei dem hier, da habe ich auch schon anderes gelesen. Da werde ich auch erstmal nichts dran machen. Durch die neue Nozzle muss ich halt jetzt den Tisch dann mal nochmal komplett abnullen, aber
mache ich dann erst einmal, wenn ich das Pertinax aufgeklebt habe. Ich will es eigentlich gerne so verkleben, dass man da nicht mehr dran muss, weil es hat eigentlich ja überhaupt keine Abnutzung. Mal gucken, ob das 3M das aushält, weil das Pertinax neigt dazu, sich hochzuwellen. Seitlich. Deswegen ist es im Moment so, dass ich den Tisch meistens 10 Grad höher heize. Also bei den Testdrucken habe ich so gemacht, dass ich halt auf 65 Grad hochgeheizt habe und habe dann zum Druckstart auf 55 oder 50 Grad abfallen lassen. Somit ging dann die Wölbung, die erst stärker wurde, dann auf komplett gerade zurück. Ja, und wenn dann die ersten 5, 6 Schichten gemacht sind und das fängt wieder an, sich so ein bisschen hochzuziehen, das ist dann egal. Der Kunststoff hält das dann eigentlich relativ gerade unten. Das wellt dann nicht mehr großartig. Ja, das nächste Problem bei dem A-Net ist das liebe kleine blaue Display da in der Ecke. Das musste ich rausbauen. Das musste ich aber schon bei dem originalen Holzrahmen rausbauen, weil es halt so war, dass so wie bei fast allen Druckern dieser Art, also irgendwie ist Google voll davon und zeigen auch alle die gleichen Bilder, dass es halt dann so ist, dass der Drucker das Display wegschießt. Also es kommt im Prinzip dann nur noch Quatsch auf dem Display. Da stehen dann nur noch chinesische Zeichen drauf und mit diesen chinesischen Zeichen ist nichts mehr anzufangen. Und man kann auch nichts mehr drücken. Wenn man ins Menü reinspringt, kommt einfach ein leeres Display mit 2 langen Balkenstrichen. Ja, deswegen habe ich es rausgebaut und seitdem das Display daneben liegt. Angeblich soll es auch mit einem Ferritkern lösbar sein, das Problem. Aber ja, ich brauche das Display nicht unbedingt da oben in dem Drucker. Ich meine, das ist mir relativ wurscht. Dann mache ich da oben lieber so eine Art Handgriff rein und bastel dann dort gleich auch noch einen Filamenthalter dran, weil an den Alurahmen kann man ohne Bedenken auch noch eine 2 Kilo Filamentrolle dranhängen. Da passiert dem Rahmen gar nichts. Und es ist auch sowieso besser, wenn ein bisschen Masse auf dem Drucker ist, weil dann schwingt auch alles nicht so schnell. Ich habe nämlich eben gesehen, bei dem Tronxy, da war das Webcam-Bild so gut wie weg, wie der angefangen hat, kleinere Konturen jetzt zu drucken im Zickzack. Aber das Problem bei dem Tronxy ist, ich habe schon alle Ecken mit 4 mm Aluminium verstärkt. Da ist im Prinzip nichts mehr machbar, was den Drucker irgendwie fester machen könnte, weil es die Pro-Version ist. Und ich dort halt diese Linearschienen oder diese Pseudo-Linearschienen dran habe, wo ich nichts mehr anbauen kann, um diese Schienen dann auch nochmal in der Y-Achse zu schützen vor Vibrationen. Da kann ich halt nur am unteren Teil des Rahmens ansetzen, aber der Rahmen ist eigentlich so dick, dass da nichts passiert. Naja, egal. Um nochmal auf das Display zurückzukommen, seitdem das Display daneben liegt, wird es manchmal auch noch so komisch, aber es bleibt lesbar und ich komme ins Menü rein. Also es gibt zwar chinesische Zeichen im Display, aber es ist nicht so, dass das komplette Display sich wegschießt und ich nichts mehr damit machen kann. Von daher ist das für mich schon mal ein Vorteil und deswegen bin ich auch jetzt gerade im Moment dabei, Displayrahmen und Displayrückseite zu drucken, denn die Displayrückseite von A-Net ist natürlich auch der absolute Oberknaller. Von dem Acryldrucker habe ich das genauso gesehen im Internet wie von dem Drucker mit dem Holzrahmen. Die Backplate ist einfach nur flach. Und auf der Rückseite von dieser originalen Displayplatine kommen erstens mal die Schalter hinten raus. Die kommen so ungefähr 1,5 Millimeter hinten raus. Und dann noch dazu kommen Vorwiderstände, also Pull-Up-Widerstände für die Schalter auch raus und noch 2 Pull-Up-Widerstände, um das Display zu nullen, zu resetten, damit es starten kann. Die kommen auch noch hinten raus und da drückt dann einfach stumpf die Holzplatte dagegen. Ja, also wenn man eine Elektronik zerstören will, dann fängt man halt an und biegt die Platine so lange, bis sie halt nicht mehr kann. Ne? Irgendwie so kommt mir das hierbei halt so ein bisschen vor. Ich weiß jetzt gar nicht, ja genau, ich habe das hier noch sogar. Ich hatte nämlich hier bei dem Holzteil, habe ich nämlich hier, wenn man hier genau guckt, habe ich hier schon Löcher reingebohrt, da wo die Schalter sind. Und habe dann hier in dem Bereich ungefähr sind die Pull-Ups. Das war dann aber nicht mehr so schlimm. Und hier waren noch die anderen Pull-Ups.
Das war aber auch nicht mehr so schlimm, weil die sind ja nur 4 Zehntel hoch. Das drückt dann nicht mehr so viel. Aber ich habe jetzt beim Druck habe ich halt darauf geachtet, dass diese Teile halt hundertprozentig sind. Also im Prinzip ist es jetzt so, dass überall dort Aussparungen sind, wo diese blöden Widerstände sind, damit da nichts mehr passiert. Weil wenn das Display Blödsinn ausgibt oder die Schalter Blödsinn ausgeben, dann kann natürlich sowas auch dazu führen, dass so eine Kiste abbrennt. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn durch so einen defekten Pull-Up-Widerstand auf einmal das Ding ins Menü geht und die Extrudertemperatur auf 275 Grad Max einstellt, was halt alles was geht, was der Drucker kann. Und der Drucker dann da PLA drin hat und das unten da, ja, im Endeffekt nur noch rausschmiert und der Drucker irgendwann vielleicht hängen bleibt da dran. Kein Wunder, dann fackelt der auch ab. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, warum so ein Drucker halt kaputt gehen kann. Und das ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also, der Hersteller hat sich mit dem Drucker nicht so richtig den Gefallen getan. Die neuen müssen ja wohl gar nicht so schlecht sein, die jetzt rausgekommen sind. Aber der Drucker war halt irgendwie noch so ein bisschen Entwicklungsphase, habe ich so den Eindruck. So, jetzt werde ich erstmal ganz kurz mich verdrücken, mir was zu trinken holen und komme dann gleich wieder und werde dann auch noch Licht anmachen, weil hier wird es langsam ein bisschen dunkel. Dann können wir noch ein bisschen drüber reden, wie das so von der Geschwindigkeit her im Moment aussieht und was ich noch sonst so gedruckt habe für den Anet und dann beschließen wir es dabei auch. Dann bis gleich.
So, und wieder da mit Licht und zu trinken. Sehr schön. So wie es sein soll. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, Drucker habe ich gerade nochmal geguckt. Der läuft. Der bewegt sich ganz gut. Ist wieder so, wie ich es eben erzählt habe. Also, dritte Schicht läuft jetzt gerade. Die Rattermarken sind weg. Ich schiebe es mal auf das Lagerspiel. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich auf diesem Drucker nur PLA mache und nach Möglichkeit auch nur technische Teile mache, die irgendwo halt angeschraubt, reingeschraubt oder sonst irgendwas werden, dann zieht man halt eben dann außenrum den Grat einfach ein bisschen ab, der nicht so doll aussah und Arsch geleckt. Dann ist das halt so und lässt das Ganze dann halt auch so laufen. Das ist dann halt kein Problem. Dafür kann er halt eben laufen, weil die Teile von der Maßhaltigkeit her sind super. Nach der Extruder-Kalibrierung. Ich habe halt bei einem 50er Kalibrierungswürfel habe ich 4095 auf 4095 und in der Höhe halt eben, ja gut, wenn das Leveling gut stimmt, dann habe ich halt 50, ansonsten auch mal mehr oder weniger. Das ist aber alles in einem Rahmen, der verwendbar ist. Ich werde aber versuchen, die Druckteile über die Kalibrierung vom Drucker maßmäßig noch ein bisschen anzuziehen, so auf, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt die 50er Würfel nehme, auf 5008, 501, damit ich halt mit den Gewinden und auch mit den Schraubenlöchern keine Probleme habe, weil dementsprechend dadurch, dass ich jetzt quasi exakt das Maß habe, was ich brauche, habe ich leider bei den Löchern ein bisschen Untermaß. Aber ich will halt auch nicht die Extrusion runterstellen, damit die Löcher passen, weil dann habe ich ja auch nicht wieder diese gute Layerbindung, die ich halt habe, wenn alles stimmt. Das ist ja auch wieder so ein Ding, hätte ich bald gesagt. Ja, ansonsten, der Tronxy tut halt, was er soll. Aber er tut es nicht so ganz, was er soll, weil ich halt immer noch das Problem habe, dass über den Extruder zum Teil leider nicht das Material so fließt, wie es soll. Wenn ich eine Retraction mache und nehme einen niedrigen Retract-Wert von 3 oder 4 Millimetern, was ja für diesen langen Bauten sehr wenig ist, dann habe ich halt das Problem, dass ich überall so Nupsis dranhängen habe. Mache ich die Retraction so, dass alles super aussieht, also 8 oder 9 Millimeter. Mit 7 Millimeter geht es auch noch, dann müssen aber alle Temperaturen 100% stimmen. Also da muss ich wirklich Temperaturtower und alles drucken vorher, dass ich halt 100% ausschließen kann, dass da was verkehrt ist. Dann, ja, könnte ich eventuell Glück haben, dass dann nichts passiert. Aber das Problem ist, ich kriege dann halt bei dem wieder zurückschieben, trotzdem, wenn ich niedrige Werte einstelle, nicht gleich Druck auf die Düse. Und ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Ich habe dann immer so die ersten 3, 4 Millimeter so teils offene Layer, weil dann kein Druck auf der Düse war und kein Kunststoff nachfließt in passender Geschwindigkeit. Kann natürlich jetzt auch sein, der Arnet macht das im Moment gar nicht. Der steht natürlich aber auch richtig schön schick im Esszimmer, der Arnet. Und der Tronxy steht im Moment bei 14 Grad im Keller. Könnte natürlich auch sein, dass dieses kalte Filament, was da einläuft, was ja nur deutlich kälter ist, wie wenn etwas in einem 22 Grad oder 21 Grad beheizten Raum steht, dass das halt das Problem darstellt, wo dann kein Druck auf die Düse kommt, weil der Rest vom Filament, der noch nicht aufgeschmolzen ist, dann das zurückgezogene Filament, was vielleicht teils aufgeschmolzen ist oder schon leicht flüssig ist, dass das dann halt gar nicht mehr flüssig ist, wenn es zurückgeschoben wird und muss erst wieder aufschmelzen. Das wäre halt auch noch so eine Möglichkeit. Aber irgendwie finde ich da auch schon eine Lösung zu. Ich will mir da sowieso so eine Art Hybrid-Hotend selber bauen.
wo ich dann die E3D-Düsen nehmen kann, aber ich möchte halt dieses kleine, schlanke Hotend in dem Teil selber behalten. Das heißt, ich müsste dann gucken, dass ich einen eigenen Heaterblock baue. Ja, wenn ich da natürlich mit anfange, mache ich es auch gleich aus Kupfer, damit es vernünftig ist. Nicht aus dieser Aluminiummischung, die zum Teil schon bei 270 Grad, wenn man halt da wirklich mal irgendwie höher temperierten Kunststoff mitmachen will, anfängt weich zu werden, dass wenn man dann den Heaterblock mit der Zange anpackt, direkt Abdrücke drin sind, wo man noch gar nicht zugedrückt hat. Das spricht halt schon dafür, dass das Alu weich geworden ist. Und ja, das müsste man dann halt nochmal so ein bisschen ausbaldowern, wie das halt dann werden soll. Das muss man dann halt mal sehen. Oder wie gesagt, halt dieser Flex-Extruder, den hatte ich halt eher im Kopf. Aber da würde ich ja dann trotzdem wieder an diesem Hotend dranhängen, was mir da Probleme bereitet. Ich meine, die Retraction wäre jetzt bei einem Direktextruder nicht so groß, wenn ich jetzt halt 1,5 Millimeter zurückziehe. Problem ist halt, ich weiß halt nie bei dem Tronxy, wo stehe ich gerade auf dem Tisch. Normalerweise müsste die Retraction eigentlich mit dem Knick vom Bowden-Tube, ja, wie soll ich sagen, abgestimmt werden, weil der Bowden-Tube baumelt ja nicht extra darum. Der hängt ja am Kabelbaum an diesem Kabelschlepp dran. Ich habe schon mal überlegt, ob ich den hochbinde oder ob ich den Extruder irgendwie anders hinmache. Den Titan-Extruder, der ja sehr schwer ist, dass ich den Weg kürzer kriege von diesen Bauten. Das wäre halt auch noch sowas. Aber ich weiß halt nicht so richtig, wie ich das löse, ohne dass halt dann dieser Bowden-Tube extrem belastet wird in Bezug auf, dass der aus diesen Klemmringen, wo die halt reingesteckt werden, sich dann mit der Zeit rausdreht. Dieser ewig lange, der hat halt damit keine Probleme. Der kann sich halt überall hinwinden und machen und tun. Das ist völlig unproblematisch. Aber dafür funktionieren halt gewisse Sachen nicht richtig damit. Ein bisschen, also der Tronxy ist so ein bisschen mein Sorgenkind im Moment. Der Arnet, der läuft zwar nicht perfekt, aber dafür macht er ab der ersten Stunde halt einfach seine Arbeit stumpf. Von Anfang bis Ende mit dem neuen Marlin drauf und macht keine Probleme. Bei dem Tronxy, da hast du manchmal Drucke, die sehen super aus, wenn du anfängst und dann irgendwann ist der Druck fertig und dann denkst du dir, scheiße, was ist das denn? Das ist ja nur Kacke. Das ist halt irgendwie unbefriedigend. Ja, mal sehen, vielleicht gibt es nochmal Druckernachwuchs demnächst. Außer den Eigenbaudichten. Und da kommt vielleicht der Tronxy wieder weg. Bräuchte halt nur was mit ähnlich großem oder gleich großem Tisch. Dann hätte ich halt, wenn der besser läuft, definitiv sofort einen Ersatz. Vielleicht gibt es auch mal einen Prusa, mal sehen. Aber die sind halt auch schon teuer, aber die sind halt auch gut. So bisher gesehen habe, an den Reviews und so, die sind halt eigentlich out of the box perfekt. Würde halt gerne mal so ein Teil testen, aber ja, dafür müsste man halt erstmal einen kriegen. Ist auch nicht so einfach. Ja, in diesem Sinne, falls zu irgendwelchen Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, irgendetwas in irgendeiner Form Konstruktives beizutragen ist, bitte in die Kommentare. Weil auf Twitch das Video bleibt ja nur 14 Tage drin. Da wird es jetzt nicht wirklich lohnen, aber auf YouTube bleibt das Video ja online. Also da bitte in die Kommentare. Ich versuche das dann abzuarbeiten. Ich würde dann auch, wenn da sinnige Kommentare kämen, das Ganze probieren und vielleicht auch hinterher dann dazu nochmal ein Video machen. Da hätte ich auch kein Problem mit. Und ja, würde dann halt mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob da Interesse besteht, dass ich halt den CAD-Kurs mit dem Design Spark Mechanical mache. Ein paar Leute haben da halt schon in der Richtung was gemacht, aber es ist halt ein Unterschied, ob man das halt jetzt richtig offiziell
in Kursen gemacht hat oder ob man das halt sich selber beigebracht hat und danach dann online stellt. Finde ich zumindest. Also die Sachen sind alle sehr gut erklärt. Gewisse Sachen löse ich aber anders. Gewisse Sachen löse ich auch anders, weil die älteren Versionen von dem Programm und auch seinem kostenpflichtigen Ableger leider zu Abstürzen geführt haben. Deswegen habe ich mir gewisse Sachen halt angewöhnt, so oder so zu lösen, damit es keine Probleme gibt. Das soll ja aber nicht zum Nachteil von irgendjemand werden. Das kann ja jeder machen, wie er will, wenn er halt irgendwas anderes sieht. Aber es wäre vielleicht, ja, wie gesagt, auch in die Kommentare ganz sinnvoll, wenn man da vielleicht mal so ein, keine Ahnung, ab Quadrat mit einem Loch oder ab Sechseck mit keinem Loch, einfach nur ein Sechseck-Zylinder, dann anfängt und macht da halt ein bisschen was. Weil es ist teilweise deutlich schneller wie Fusion. Es ist deutlich schneller wie diverse andere 3D-Programme. Es ist auch einfacher zu bedienen, also es ist kein Hexenwerk. Da wüsste ich halt auch mal ganz gerne, wie darüber so gedacht wird. Ich weiß halt jetzt nicht, wie das bei YouTube angeschaut wird, das Video. Jetzt im Nachhinein nach dem Stream, weil das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Die einen Videos haben innerhalb von 1, 2 Tagen dann auf einmal 50, 60 Klicks. Die nächsten Videos haben erst nach 3, 4 Monaten auf einmal dann 500 Klicks innerhalb von 5, 6 Tagen. Ich stelle halt leider nicht dafür kontinuierlich genug ein. Das sehe ich auch ein. Das würde ich halt auch ändern, wenn mehr Zuspruch wäre. Aber Arbeit geht nun mal vor und das Brot und Wasser auf dem Tisch steht, das ist wichtiger wie YouTube oder Twitch. Und ich denke, das wird mir auch jeder nachempfinden können in der aktuellen Zeit, die uns ja einiges abverlangt und die ganze Situation halt auch nicht besser macht. Aber man will sich ja doch ein bisschen weiterentwickeln in jegliche Richtung. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich allen einen guten Abend und noch einen schönen Restsonntag. Und würde sagen, wir sehen uns demnächst im nächsten Stream über das Ganze. Vielleicht habe ich dann an dem einen oder anderen Drucker nochmal was verändert. Vielleicht hat auch der Arnet dann einen Bed-Leveling-Sensor bekommen. Das sehen wir dann mal, wie das da weitergeht in der Richtung. Weil ich habe noch so einen Balluf hier rumliegen mit 8 mm Abstandsrange. Der würde ja wunderbar da dran passen. Nur das, was mir da dran nicht so ganz passt, ist, dass dieses Teil so elendig schwer ist und ich eigentlich nicht noch zusätzlich zu dem, was da sowieso schon an der X-Achse hin und her bewegt werden muss, diesen riesigen Balluf da dran hängen wollte mit 16, ich glaube 16 oder sogar 18 mm Durchmesser. Mit Tastkopf ist das halt ein Riesenteil, weil es ist auch Vollmetall, das ist kein Kunststoffsensor, wie jetzt hier bei dem Tronxy zum Beispiel zu sehen ist. Es wäre dann halt schon echt Masse, die da bewegt werden müsste, plus das Kabel, was ja dann auch noch hin und her schleift. Muss ich mal sehen. Ansonsten bestelle ich einfach hier so einen Tronxy-Sensor oder so, falls ich da Bock drauf haben sollte. Muss halt mal gucken, wie das mit dem manuellen Leveling jetzt sich so weiterentwickelt. Und dann schauen wir halt einfach mal weiter. Und dann würde ich sagen, wünsche allen noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.